Jeder, der 3D druckt, kennt das. Du hast dein Modell gedruckt und siehst kleine Unebenheiten. Oder eventuell sogar einen Riss. Aber keine Sorge, das bekommst du schnell wieder hin. Ich zeig dir wie. Willkommen wieder zu einer neuen Tipps und Tricks Folge. Heute zeige ich euch meine Materialien, die ich verwende, um meine Modelle auszubessern. Ich habe dieses Thema in 2 Parts aufgeteilt, das ist die erste Folge davon. In diesem Part zeige ich euch auch gleich meine Favoriten, die ich zu 80% auch verwende. Und da sich einige bestimmt die Frage stellen, was in diesen kleinen Gläschen drin ist, fangen wir damit auch gleich an. Und wie ihr sicherlich schon erkannt habt, ist in dem linken Gläschen handelsübliches Resin drin. Ich fülle mir dann jedes Mal von dem Resin, was ich auch für meine Modelle verwende, ein Stück ab ins Gläschen rein, so dass ich immer was am Platz habe, wenn ich es mal brauche. Was ich genau damit mache, zeige ich euch noch später im Video. Im zweiten Gläschen habe ich meine Paste. Um genau zu sein, meine selbstgemachte UV-Paste. Ich zeige euch kurz mal, was ihr dafür braucht. Als allererstes wieder unser Resin. Ich mache meistens das Gläschen so 80% voll. Als zweite Zutat brauchen wir Babypuder. Ja, ihr hört richtig, Babypuder. Das fügen wir stückchenweise immer ins Gläschen rein und rühren das um. Fürs Umrühren könnt ihr entweder einen Zahnstocher verwenden oder ihr macht es so wie ich benutze einen kleinen Löffel. Zum Thema Gläschen, der Vorteil davon ist, durch die Abdeckung, die wir drauf tun und den Schraubverschluss, habe ich das Zeug wochenlang auf den Tisch stehen, ohne dass es eintrocknet oder sonstiges damit passiert. Also ich persönlich kann so welche Gläschen nur weiterempfehlen. Und wenn ihr wissen wollt, wo ihr die Sachen herbekommt, ich verlinke euch die Gläser sowie alle anderen Sachen aus dem Video, wie immer unten in der Videobeschreibung. Falls ihr euch entscheidet, die gleichen Gläschen zu verwenden, seid vorsichtig beim Umrühren, da die nicht so groß sind und dann kleckert ihr alles voll. Also wenn ihr aufgepasst habt, habt ihr gesehen, dass ich mehrmals Babypuder reinmachen musste. Insgesamt habe ich die Flasche hat 100 Gramm, glaube ich, 1/3 davon verbraucht für dieses kleine Fläschchen. Das Gute daran ist, ihr könnt die Konsistenz eurer UV-Paste selber bestimmen. Ich mag die Konsistenz gerne noch so, dass sie leicht verstreichbar ist. So wie hier in der Aufnahme, also nicht zu trocken. Und mit diesen 2 Zutaten habt ihr die günstigste Paste, die ihr überhaupt bekommen könnt, selber hergestellt. Und wie wir die beiden Sachen jetzt einsetzen, das zeige ich euch jetzt. Hier seht ihr eine Bast, wo ich einen Magneten eingesetzt habe. Das Loch habe ich aber leider zu groß gemacht. Dementsprechend befinden sich an ein paar Stellen um den Magneten drumherum ein paar Lücken. Und das ist zum Beispiel ein perfektes Beispiel dafür, wo wir unsere UV-Paste einsetzen können. Und nebenbei, falls ihr wissen wollt, wie man Magnete bei den Modellen einsetzt, dazu habe ich ein Video gemacht, das könnt ihr hier nachschauen. Wie ihr seht, ist der Magnet in einer tieferen Stelle eingesetzt worden. Damit ich die UV-Paste da gut reinbekomme, verwende ich in den meisten Fällen entweder einen Zahnstocher oder einen Pinsel. Falls ihr euch für Letzteres entscheidet, benutzt bitte einen Pinsel, den ihr danach nicht mehr benötigt. In diesem Fall habe ich den Zahnstocher verwendet und habe überall in den Lücken die UV-Paste eingesetzt. Danach habe ich mit einem Q-Tip das Ganze nochmal schön sauber gemacht und als nächsten Schritt braucht ihr eine UV-Taschenlampe. Damit bestrahle ich die Stellen, die ich bearbeitet habe, keine Ahnung, ich sag mal so 10 Sekunden. Besser zu viel als zu wenig und die eingesetzte Paste ist knüppelhart. Hier seht ihr nochmal, wie ich mit einem Zahnstocher nochmal nachprüfe, aber knallhart das Zeug. Es reagiert sofort mit der UV-Bestrahlung. Und dies ist zum Beispiel ein typisches Beispiel, wo man das einsetzen kann. Kommen wir zum nächsten Beispiel.
Hier seht ihr den Arm vom Hulk. Auf den Arm seht ihr einen kleinen Riss. Das kann man auch ganz einfach mit der Paste wunderbar und einfach wegbekommen. Dieses Mal nehme ich den Pinsel dafür, nehme mir ein Stück von der Paste und verschmiere es dann auf die Stelle. Das Ganze glätte ich dann nochmal mit dem Finger, so dass auch wirklich nur in der Lücke etwas drin ist. Und dann gehe ich nochmal mit der UV-Taschenlampe da drüber. Und zu guter Letzt schleife ich das Ganze nochmal leicht an. Und fertig ist das gute Stück. Als nächstes Beispiel habe ich mir den Kopf vom Hulk ausgesucht. An diesem Beispiel kann man die wunderschönen Standardstellen sehen, die jedes 3D-Druck hat. Für all die, die sich mit 3D-Drucks nicht so auskennen, also die kommen nicht so sauber raus, wie man immer denkt. Besonders überall dort, wo Supports sind, entstehen Krater, so kleine Löcher in dem Modell, wenn man die Supports abreißt. Das sieht man hier am Kopf sehr gut am Unterteil. Um das wegzubekommen, verwenden wir unser normales Resin. Das Vorgehen habt ihr ja gesehen. Danach schleife ich nur noch mal alles an und von diesen Kratern oder Löchern ist nichts mehr zu sehen. Was ich eventuell noch erwähnen sollte ist, und das seht ihr hier im Video nicht, bei manchen Stellen müsst ihr 2-3 Mal diesen Prozess nochmal machen, bis alle Löcher weg sind. Das heißt, einmal drüber gehen, aushärten, schleifen, nochmal drüber gehen, aushärten, nochmal anschleifen und eventuell vielleicht noch ein drittes Mal. Aber es führt kein Weg dran vorbei, wenn ihr ein perfektes Modell haben wollt. Hier seht ihr nochmal, wie ich die Lücken bei den Magneten vom Kopf dicht mache. Ich hoffe, ihr könnt das besser erkennen als bei der Bast. Der Prozess ist aber genau der gleiche. Ich habe euch diesen Batman-Kopf auch noch als Beispiel mitgebracht. Da sieht man diese kleinen Krater, die ich meine, sehr gut hier oben am Kopf. Wie gesagt, ich verwende dafür meistens einen Pinsel, wenn ich das flüssige Resin verteile. Viele verwenden aber auch gerne diese kleinen Fläschchen, dann füllen sie sich das da drinnen ab. Dann kann man punktuell das flüssige Resin an die Stellen platzieren, die man haben möchte. Und mit dieser Nadel kann man den Deckel dann auch wieder dicht machen. Ich bin da eher faul, mir reicht mein Gläschen. Ich glaube, hier könnt ihr genau erkennen, wie gut das Ganze funktioniert. Zum Schluss sieht das aus, als ob nichts gewesen wäre. So, zu guter Letzt kommen wir zu unserer gekauften UV-Paste. Die funktioniert genauso wie unsere selbstgemachte. Der einzige Unterschied ist, und das muss ich auch zugeben, sie lässt sich besser verschmieren. Die Konsistenz von der Paste ist so wie Vaseline, so ungefähr. Also ich finde diese UV-Paste sehr gut, also ich arbeite auch sehr oft damit, denn die kann man gut an schwierige Ecken bei den jeweiligen Modellen einsetzen. Vom Ablauf ist es genau das gleiche wie bei unserer selbstgemachten UV-Paste. Solange mir jetzt zuseht, wie ich dieses Modell zu Ende mache, möchte ich mich noch einmal bei euch bedanken. Und falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, um keinen weiteren Teil der Tipps und Tricks Serie zu verpassen. Und seid gerne bei dem nächsten Teil mit dabei, wenn ich die anderen beiden Modellierpasten euch zeige. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.